Dieses Kit-Design inklusive einer kleinen Hierarchie soll mit dem PCB-Layout direkt in eCadster migriert werden. Verwenden Sie optional zu Cadster den Board Modeler, so können wir auch die Sterbdaten der Bauteile und auch der Gehäuse in eCadster importieren. Schauen wir uns das in 3D an, in dem Board Modeler. Hier haben wir das Gehäuse mit der Leiterplatte. Wir schauen da einmal rein. Hier sehen wir die Teile. Wir können natürlich auch die Step-Daten ausschalten und sehen nur noch die Modelle als Step-Daten, wobei dieser Kondensator kein Step-Modell hat. Gehen wir zurück zur 2D-Ansicht. Dieses Cadster-Design soll in eCadster migriert werden. Wir haben hier eine Seite, ein Blatt vom Schulungsdesign, eine kleine Hierarchie und selbstverständlich ein entsprechendes PCB-Layout. Wir müssen das in einem CSA-Archivformat exportieren. Das ist ein textbasierendes Format. Das ist recht einfach. Wir drücken einfach nur auf Export. Wir merken uns, wo wir die Datei speichern, drücken auf OK und damit ist dieser Export fertig und wir müssen nichts weiter machen. Das Cadster PCB-Design wird ebenfalls in ein textbasierendes Format exportiert. Für das PCB-Design ist es das CPA-Format, welches direkt in eCadster importiert werden kann. Die Ausgabe wird über File Export, Archivformat in dem gewählten Verzeichnis durchgeführt. Wir übernehmen alle Optionen, sagen OK und so sind wir fertig. Mehr ist nicht erforderlich, um einen Export durchzuführen. Der Cadster-Schaltplan ist in ein eCadster-Schalter migriert worden. Auf der linken Seite sehen wir Cadster, auf der rechten Seite sehen wir eCadster. Als erstes fällt für das neue RIP-Menü auf. Es sieht moderner aus und kann wesentlich flexibler angepasst werden. In einem optional zweiten Schritt erfolgte die Aktualisierung auf den aktuellsten Stand der eCadster Library. Die Cadster-Hierarchie ist auch in eCadster vorhanden. Und schalten wir nochmal zurück. Auf der linken Seite sehen wir Cadster, auf der rechten Seite sehen wir eCadster. Nun wohl die wichtigsten Unterschiede zwischen Cadster und eCadster. Der Predator zum Routen von Cadster musste als externes Programm gestartet werden. Die Routing-Funktionen in eCadster sind direkt und sofort verfügbar, ohne weiteres Warten. Für die Cadster 3D-Bearbeitung und Darstellung musste der externe Boardmodder gestartet werden. In eCadster ist nur ein Doppelklick erforderlich, um mit der 3D-Bearbeitung und Darstellung arbeiten zu können. Die Gehäuseteile lassen sich einzeln ein- und ausschalten. Der Boden, die Frontplatte, das Gehäuseoberteil. Wir können auch alles, wenn wir wollen, transparent schalten, um somit innerhalb des Gehäuses die Leiterplatte und die Platzierung der Bauteile überprüfen zu können. Im eCadster Arbeitsbereich schalten wir einfach die mechanischen Gehäuseteile hinzu. Desgleichen können wir alles natürlich einzeln schalten. Nehmen wir einfach den Boden, dann das Panel oder aber auch den Deckel. Um im Gehäuse die Leiterplatte mit allen Bauteilen sehen zu können, ist es möglich, die Transparenz vom Gehäuse stufenlos zu regeln. In Cadster wird nur im Highspeed-Bereich ein Constraint Manager verwendet. Alle Cadster-Versionen benutzen einen Constraint Manager zum Verwalten der Regeln. Das waren nur ein paar Highlights gegenüber Cadster. Viele weitere sind noch verfügbar. Die Cadster-Daten mit Cadster Schematic in eCadster migrieren. In eCadster selbst nehmen wir den Menüpunkt Migration, Cadster. Dort wählen wir als erstes unser Cadster Schematic aus, das sind die CSA-Daten. Als zweites wählen wir unser Cadster PCB aus, das sind die CPA-Daten. Im nächsten Schritt verwenden wir eine Mapping-Datei. Schauen wir uns die etwas genauer an. Wir können dort zum Beispiel Attribute umbenennen von Deutsch zu Englisch oder einfach nur den Namen umbenennen. Wir können auch die globalen Signale festlegen, um Automatismen in eCadster nutzen zu können. Die Skalierung können wir festlegen. Wir können sogar Lagen löschen. Und das Wichtigste, das Layer Mapping.
Für Anwender, die mit ODB++ gearbeitet haben, die brauchen quasi nichts machen, die setzen den Haken und eCatcher weiß sofort, was gemacht ist. Für Anwender, die bis jetzt nicht mit ODB+ gearbeitet haben, die müssen die Lagen nochmal festlegen, zum Beispiel Top Placement als Placement-Lage definieren, Top Silk als Assembly Silk definieren, Top Assembly auch 3D oder auch die anderen Lagen, damit eCatcher weiß, wo die jeweiligen Catcher-Lagen in eCatcher hin transferiert werden. Die Template-Lagen werden auch zugewiesen und das war es dann auch schon. Als nächster Schritt wird ein leeres Zielverzeichnis erstellt oder ausgewählt, in unserem Fall Job Nummer 3. Und das war es auch schon. Die Migration kann starten. Catcher Schematic und Catcher PCB werden in die eCatcher Datenstruktur überführt. Gleichzeitig werden die Symbole kontrolliert, die Footprints werden kontrolliert, es wird geschaut, ob zusätzliche Highspeed-Daten noch migriert werden müssen und es wird ein ausführlicher Report geschrieben, wie wir hier sehen. Die Migration war erfolgreich, keine Errors und auch keine Warnings. Der Migration Wizard startet automatisch eCatcher Schematic und zeigt uns unser erstes Blatt vom Schaltplan. PCB wird auch automatisch gezeigt und zeigt das Layout. Schauen wir uns erstmal unter den Schaltplan an. Unsere erste Seite und die kleine Hierarchie. Dann schauen wir uns nochmal das Layout an. Und dort sehen wir L1 und die Bottom-Seite L2. Welche Daten stehen uns durch die eCatcher-Migration nun zur Verfügung? Der Schaltplan, das Layout, einige Hilfsdateien. Hier haben wir noch 2 Logdateien, Schaltplan, Layout sind geöffnet. Und das Wichtigste, wir haben eine Library, mit der wir arbeiten können. Also ein vollständiges eCatcher-Design. Die Catcher zur eCatcher-Migration hat ein vollständiges Projekt in eCatcher migriert. Die Migration ist damit erfolgreich nach wenigen Minuten abgeschlossen worden. Das Catcher-Design, welches nur ein eCatcher-Design ist, soll auf den aktuellen Stand gebracht werden, passend zur Library. Dafür machen wir einen Reload vom Library. Als erstes reloaden wir die Symbole, natürlich alle. Als zweites machen wir einen Reload Part. Alte Attribute wollen wir nicht mehr haben, auch alle. Wir erhalten auch ein Report, was reloadet worden ist. Und damit ist dieses Catcher Schematic jetzt auf einem aktuellen eCatcher Schematic Stand mit der Library. Nachdem der Schaltplan aktualisiert worden ist mit den neuesten Daten aus eCatcher, werden wir nur ein Forward Annotation machen, um das Layout auch auf den neuesten Stand zu bringen. Wir selektieren unseren Schaltplan, wählen ihn aus. Wir bekommen ein paar Informationen, dass wir ein paar aktuelle Warnings haben. Die Bauteile sind nicht mehr approved. Nach 10 Jahren kann das durchaus sein. Wir bekommen ein paar elektrische Netze, dass die neu durchnummeriert werden. Die Netze sind nun neu nummeriert worden. Und damit ist auch das Forward Annotation beendet. Mit dem Forward Annotation ist das PCB aktualisiert worden und in Sync mit dem Schaltplan. Nun wollen wir ein Back Annotation durchführen. Dazu wählen wir das PCB aus, sagen OK. Dauert jetzt einen kleinen Moment, bis das abgearbeitet wird. Wir bekommen eine Meldung. Die Spacing Classes werden in Classic Catcher vorwiegend im PCB bearbeitet und im eCatcher grundsätzlich im Schematic und per Forward Annotation ins PCB übertragen. Darum diese Meldung. Schaltplan Layout sind synchronisiert, das Back Annotation ist fehlerfrei beendet worden. Um ein migriertes Design auf den neuesten Stand zu bringen, gibt es optionale Funktionen, wie zum Beispiel, dass die Lagen wieder korrekt heißen. Wie heißen sie jetzt in diesem Fall noch Symbol A, Symbol B, so wie sie vom Migrieren bezeichnet worden sind. Dafür gibt es den Technologieimport. Den wollen wir jetzt durchführen. Schauen wir uns einfach mal die Lagen an. Import. Dort, das sind alles noch Lagenbezeichnungen, die wir sehen, die wir vom Classic Catcher her kennen. Nach 10 Jahren kann es durchaus sein, dass sich die Lagenbezeichnungen geändert haben. Wir wollen das Layout ja aktualisieren. Wir drücken auf Import. Wir schauen in der Bibliothek nach, da gibt es eine 2-Lagen-Vorlage. Die werden wir verwenden, Overwrite. Das heißt, das ganze Design wird aktualisiert. Manche Lagen werden entfernt, manche Lagen werden neu hinzugefügt. Yes. Nach dem Technologie-Update müssen noch einige Aufräumarbeiten getätigt werden, wie die Verbindung wieder neu hergestellt werden.
Das dauert jetzt noch einen kleinen Moment. Complete. Wir schließen dieses Fenster und schauen uns das Ergebnis an. Öffnen wir den Layer Stack. Hier sehen wir die internen Bilderzeichnungen. Hier rechts sehen wir die neuen Bezeichnungen aus der Library, so wie sie hier und heute verwendet werden. Auch die Inhibit-Layer sind alle da. Die gab es damals in Classic Headster nicht. Gucken uns den Button-Layer an. Das ist genau das gleiche. Die internen, die Inhibit und natürlich die richtigen Bezeichnungen. So einfach ist dann ein Technologie-Update. Das ursprüngliche Ketzer-Design, welches nun ein E-Ketzer ist, soll natürlich auch die E-Ketzer-Designregeln erhalten. Schauen wir uns an, welche Möglichkeiten wir haben. Wir können einmal sagen, Import partiell. Das bedeutet, wir können alte Designregeln mit neuen Designregeln messen, können das explizit auswählen, was wir haben möchten. Da wir die Technologie reloaded haben, mein Vorschlag, wir machen einen Import Full, so wie die aktuellen Designregeln für ein Zwei-Lagen-Design sind. Sagen Override. Das dauert ein bisschen. Wir bekommen noch ein paar zusätzliche Informationen. Complete successfully. Close. Schauen wir uns nun die neuen Designregeln nach dem Download von der Library in eCatster an. Hier haben wir den Lagenaufbau. Das ist der aktuelle Lagenaufbau, den wir für zwei Lagen-Layouts verwenden wollen. Hier haben Sie Leiterbandbreiten, Minimum-Maximum-Werte, so wie wir sie vom Classic Headster kennen, mit welchen Wires gearbeitet wird, was die Default-Wires sind. Differenz P haben wir im Zwei-Lagen-Design nicht. Conductor Clearance, da ist es natürlich ein bisschen aufwendiger. Wir haben viel mehr Unterscheidung im eCatster wie im Classic Headster. Wir können zum Beispiel, das sind verschiedene Wire-Typen, Landless, Suppressed Layer, Landless Wires nennen wir das hier, oder Build-Up Wires. Das gab es früher so in der Art und Weise nicht. Wir können auch Non-Conductor uns anschauen. Da haben wir zum Beispiel Resist to Resist. Wir haben auch natürlich Symbol Mark to Hole, damit wir keine Striche über Löcher haben. Und ein paar Grid zum Beispiel und noch viele mehr, wenn wir uns genauer das anschauen. So, das ist also relativ einfach zu einer bestehenden Technologie, die auch die entsprechenden Design Rules importieren. Und wir haben das Design quasi auf den neuesten Stand für die Technologie, für die Design Rules und können jetzt natürlich mit dem Redesign beginnen. Da es sich um ein migriertes Kerzendesign heißt, haben wir natürlich keine Sichten. Nur die Standardsichten L1 und L2. Alle anderen Sichten können wir einzeln ein- und ausschalten. Oder wir laden das Layer-Set für diese betreffende Zwei-Layer-Technologie. Dann haben wir sofort natürlich die Sichten L1, L2, L3, L4, Top Placement, Top Assembly, Top Elect, alles, was standardgemäß von der Bibliothek vorgegeben wird. Oder wir können direkt hin und her laufen. So einfach können wir dann mit unseren Layer-Sets die einzelnen Lagen hin und her schalten. Durch die optionalen Schritte ist dieses alte Catster-Design in ein echtes E-Catster-Design migriert. Schauen wir uns das mal in 3D an. Hier sehen wir einen Transistor, sogar die Texte sind dort. Wir haben natürlich auch ein paar standardisierte Bauteile über ein Wizard, wie diese Kondensatoren hier, oder vom Hersteller ein Bauteil, was sehr detailliert da ist, mit allen Klemmen, mit allem drum und dran. Das passt natürlich auch. Im anderen Bereich sehen wir hier ein Bauteil, was noch gar kein Step-Modell hat. Da müssen wir noch ein Step-Modell hinzufügen und dann haben wir dann auch eine 3D-Step-Ansicht. Schauen wir uns das nochmal genauer an. Und wir können die Bauteile, wenn wir wollen, sogar transparent schalten, sodass wir auch hindurchschauen können, je nachdem, welche Anforderungen wir gerade haben. Bei Bedarf können wir auch in 3D-View gehen und uns die Step-Modelle hinzuordnen, damit wir noch ein Gehäuse haben. Dafür starten wir den MMO. Hier haben wir unsere Leiterplatte. Und wir importieren einfach unsere Step-Modelle. Hier haben wir unsere Step-Modelle. Fangen wir mit dem Bottom an. Der erste. Das Panel brauchen wir noch. Und natürlich den Deckel. Step-Modell ist hinzugeladen. Wir speichern und schauen uns das mal in 3D an, im eCatster. Da haben wir jetzt unser Model. Und auch hier können wir natürlich Transparenz machen oder auch hier wieder einzelne Teile abschalten.
so wie wir es benötigen. Der Schaltplan ist angepasst worden, eine neue Bibliothek aktualisiert worden. Wir haben ein Forward Annotation gemacht, das Layout ist aktualisiert worden, die Lagen sind aktualisiert worden, die Designregeln sind aktualisiert worden. Wir haben sogar ein Back Annotation gemacht, der SOP ist jetzt komplett in E-Kürzer und voll funktionsfähig, inklusive der 3D-Daten.